wenn du noch mal Daniel fragst... Vergiss es. Er darf auf gar keinen Fall was davon erfahren. Versprich mir das. Bist du zu stolz dazu? Er hat von Anfang an nicht dran geglaubt, dass ich den Job lange mache. Das würde ihn jetzt nur bestätigen. Manchmal muss man die Leute eben zu ihrem Glück zwingen. Schlimm genug, dass er nicht mehr für mich arbeiten will. Er hat halt einen eigenen Kopf. Sehr eigen. In jedem Fall war die Idee mit Martins Kunstsammlung richtig gut. Das nennt man weibliche Raffinesse. Dein ganzer Rachefeldzug da, das ist doch nicht mehr normal. Du brauchst einen Therapeuten. Ist nicht dein Ernst. Du hältst mich für verrückt. So ein Quatsch! Jetzt versteh mich doch richtig. Du glaubst anderen Leuten mehr als mir und hältst mich für eine Psychopathin. Ist das, was wir führen, noch eine Beziehung? Jule. Jemand, der mich hinter meinem Rücken als verrückt bezeichnet. Das stimmt doch so gar nicht. Du hast doch mit Tom gesprochen. Ja. Und er hat lediglich gesagt, dass du Hilfe brauchst. Eine Therapie. Eine Therapie. Seit wann hat er denn Ahnung von sowas? Ist er jetzt auch noch Psychiater? Bitte. Ich mache mir Sorgen. Das sehe ich. Und zwar um Isabel. So sehr, wie du sie in Schutz nimmst, da könnte man mal ein... Hör endlich auf damit! Es gibt keinen Grund, Isabel zu beschuldigen, das weißt du genau. Du hast dich da in was verrannt. Isabel, ich kann's nicht mehr hören. Sie ist einfach abgehauen. nur weil ich nicht an ihre Schuld glaube, da bin ich doch nicht gegen dich. Ich wollte bloß... Simon, entscheide dich. Ich brauche einen Freund, der zu mir hält. So geht das doch nicht. Dann ist es besser, wir trennen uns. Los, geh. Tag zusammen. Hallo, Marc. Wir haben dich gar nicht gesehen. Ihr wart ja auch so ins Gespräch vertieft. Setz dich doch. Seid ihr mit eurer Unterhaltung schon fertig? Ich meine, ich kann dazu auch gerne noch was sagen. Es ging ja sowieso nur um mich. Tag, Herr Rohloff, was kann ich Ihnen bringen? Angelo, nichts. Ich bin wieder weg. Marc, bitte, jetzt warte doch mal. Okay. Er hat alles mit angehört. Sieht so aus. So wie ich ihn kenne, lehnt er den Auftrag von Vater jetzt ab. Wehe, ein Freund will ihm mal helfen. Es ist unter seiner Würde. Meinst du, es bringt was, wenn ich noch mal mit ihm rede? Glaube ich nicht. Er muss sich erst mal abregen. Und? Moment. Also das ist schon ziemlich flapsig geschrieben, wenn ich mich da bewerben würde. Das ist ja nur eine Gebäudereinigungsfirma. Ja, aber trotzdem hier, ich hätte wirklich Lust auf den Job. Ich kann Stunden abreisen, so viele Sie wollen, ich weiß nicht. Dann schreibe ich es eben noch mal neu. Wenn du vielleicht doch noch mal bei Herr Brandner vorbeischaust? Vergiss es. Solange der Diebstahl nicht aufgeklärt ist, kriege ich keinen Job mehr von ihm. Das ist aber auch eine blöde Situation. Ne? Warum hast du dich denn auch mit den Typen geprügelt? Die wollten mir die Sache schließlich anhängen. Wenn du mit Daniel sprichst, vielleicht kann der ja ein gutes Wort für dich bei Herrn Brandner einlegen. Mein Bruder darf von der ganzen Sache nichts wissen. Wie jetzt? Ja, wenn er das erfährt, dann sagt er sowieso wieder, dass ich an allem selbst schuld bin. Hi. Hi, Daniel. Hast du heute früh Schluss gemacht? Ich war gar nicht auf dem Bau. Ja. Wie das denn? Na, ich dachte, ich gönn mir mal einen freien Tag so zwischendurch. Also, Aber dann könntest du doch eigentlich an deiner Maschine weiter basteln. Was ist? Ich helfe dir, wenn du willst. Ja, warum eigentlich nicht? Es ist doch klar, dass Jule überreagiert. Mann, ich will ihr doch bloß helfen, aber sie blockt einfach alles ab. Sie hat ihr Kind verloren. Ja, schon, aber es war auch mein Kind. Simon, sorry, aber das kannst du echt nicht miteinander vergleichen.
Sicher, es war auch ein Schock für dich. Nein, das ist es immer noch. Ja, ich weiß. Aber für Jule war das eine Katastrophe, verstehst du? Und außerdem hast du was dir Kraft gibt. Du kannst dich um Jule kümmern. Und das hilft dir ein wenig. Aber um wen soll Jule sich kümmern? Ja. Und deswegen hockt sie allein zu Hause und sucht einen Schuldigen. Ja. Sagt bei der Polizei gegen Isabel aus. Das ist doch grotesk. Nicht aus ihrer Sicht. Isabel ist die Einzige, die am Unfall beteiligt war. Ja, und weil der Fahrerflüchtige immer noch nicht gefunden ist? Ja, und da es nur Isabels Aussage zum Tathergang gibt, weil Jule sich an nichts mehr erinnern kann. Nochmal dasselbe? Ja. Nee, Tom. Dann halte ich das nicht mehr aus. Willst du sie etwa im Stich lassen? Sie will mich nicht mehr sehen. Vielleicht ist es gar nicht so verkehrt. Wenn sie alleine ist, dann sieht sie vielleicht, in was sie sich da verrannt hat. Ja, und dass sie da ohne dich und ohne uns nicht mehr rauskommt. Das ist schon möglich. Ich weiß zwar nicht, ob das was bringt, aber ich als Außenstehender, ich komme vielleicht eher an sie ran. Ja. Schlimmer kann es eh nicht mehr werden. Hey, wollt ihr mal hören, was für tolle Freunde ich habe? Weißt du, wer hinter diesem Beinbach-Auftrag steckt? Aber was spielt ihr? Wer zuerst redet, hat verloren, oder? Jule hat Simon vor die Tür gesetzt. Nee. Einfach so? Also langsam glaube ich auch, dass die Kiste bald wieder läuft. Hast du je daran gezweifelt? Naja, als ich sie bei dem Bullen abgeholt habe, war ich ziemlich geschockt. Der Typ hat sie ganz schön auseinandergenommen. Und das innerhalb so kurzer Zeit. Haben Sie den Kerl jetzt eigentlich gefasst? Nö, aber wenn ich den Typen erwische. Dann lässt du schön die Finger von ihm und erstattest einfach nur Anzeige. Sag mal, hast du Jesuspillen genommen? Du solltest langsam aus dem Alter raus sein. Schlägereien bringen nichts. Ja, stimmt. Na, du bist aber schnell einsichtig heute. Pass auf, bald läuft die Kiste wieder wie eine Eins. Ja, er wird wahrscheinlich trotzdem genauso oft liegen bleiben wie vorher. Ich find's echt klasse, dass du mir hilfst. Warum ist das selbstverständlich? Ich bin dein Bruder. Ja, okay, wir hatten früher so unsere kleinen Probleme, aber inzwischen läuft's doch ganz gut, findest du nicht? Ja. Klar. Siehst du, Brüder müssen eben zusammenhalten. Ich find's jedenfalls gut, dass ich bei euch wohnen kann, bis ich meine Tour starte. Jetzt mal Schluss mit den schönen Worten, ha? Oder ist noch was? Nö. Gut. Kommst du alleine zurecht? Alles klar, dann mache ich mich mal auf den Weg, wenn noch irgendwas sein sollte. Also bis dann. Ach, Entschuldigung, du wolltest eine Cola, stimmt's? Ich nehme das Bier, ist okay. Das ist eine fixe Idee bei Jule. Und das wird auch so bleiben. Es sei denn, man findet endlich diesen Fahrerflüchtigen. Ich gebe mir mehr Mühe, ich verspreche es. Meinst du, du kommst überhaupt noch dazu neben deinem neuen Job? Hast du nicht bekommen? Doch, Riesending. Wollten heute das Vertragliche regeln. Ja, und? Wo ist das Problem? Nicht wo ist das Problem, sondern wer. Marie, sie steckt dahinter. Ja, sie ist zu ihrem Vater gelaufen und ihm erst mal erzählt, dass ich ganz dringend Aufträge brauche. Ja, was ist daran so schlecht? Ich brauche keine Protektion. Erst recht nicht von Marie. Ja, was denn? Ich wohne nicht unter der Brücke, mein Bier, das kann ich auch gerade noch selber bezahlen. Ja, schon. Aber du glaubst doch nicht im Ernst, dass jemand wie Martin von Beinbach dir so einen wichtigen Auftrag gibt? Nur weil... Ja, nur weil Marie zu ihm gelaufen ist. Sonst wäre doch gar nicht auf mich gekommen. Du bist halt Profi und er braucht dich. Sowas läuft doch immer über Beziehungen. Ach, hör doch bitte auf. Marie liebt mich nicht, das habe ich eingesehen, okay? Aber dann soll sich aus meinem Leben raushalten. So, du wolltest zahlen? Ja, bitte. Scheiße, ich hab mein Portemonnaie vergessen. Lass gut sein. Du hast wenigstens ein Dach über dem Kopf, wenn du auch dein Bier nicht mehr selber zahlen kannst. Und Marie, die wollte dir einfach nur was Gutes tun. Ich brauch so eine Hilfe nicht. Und schon gar nicht auf so eine Mitleidstour. Hallo, Jule. Hallo, Tom. Wenn du zu Simon willst, der ist nicht da. Ich weiß. Darf ich reinkommen? Meinetwegen. Du hast mit ihm gesprochen, oder? Ja, vorhin in der Kneipe. Magst du auch einen Tee? Gern. Ja, dann
weißt du ja jetzt Bescheid. Deswegen bin ich hier. Also wenn du mit mir über eine Therapie sprechen willst, dann lass es einfach, okay? Niemand möchte dich zu irgendwas überreden, was du nicht willst. Das kannst du mir glauben. Gut, dann können wir ja über was anderes reden. Aber in deiner Lage ist es wichtig, dass du jemanden hast, mit dem du ganz offen über alles sprechen kannst. Ich rede ganz offen. Aber offensichtlich ist alles falsch, was ich sage. Das kommt dir nur so vor. Bei Simon wirkt das aber so. Der hält mich für verrückt. Er macht sich Sorgen um dich. In allererster Linie macht er sich Sorgen um die arme Isabel und dass sie nicht zu Unrecht beschuldigt wird. Nur weil Simon glaubt, dass Isabel unschuldig ist, darfst du nicht eure ganze Beziehung in Frage stellen. Aber Er liebt dich. Und er möchte, dass es dir besser geht. Warum sagt er dann, dass Glaub mir, Jule. Er ist auf deiner Seite. Und er braucht dich. Hey, Andi. Hi. Wo ist denn Daniel? Der ist von einer Weile weg. Und ich habe euch extra Brote geschmiert. Die schaffe ich auch allein. Ist ja wie meine Mutter. Ja, dann guten Appetit. Sag mal, Daniel weiß immer noch nichts von der ganzen Geschichte, oder? Nö. Und wann willst du es ihm sagen? Mal sehen. Er kriegt es doch sowieso irgendwann raus. Besser, er erfährt's von dir. Aber er glaubt mir sowieso nicht, wie es wirklich abgelaufen ist. Ja, wenn er es von jemand anderem hört, bestimmt nicht. Ist auch egal. Und wenn Daniel von der Schlägerei erfährt, dann fühlt er sich in seiner Meinung nur bestätigt. Glaubst du, Daniel hätte sich nicht gewehrt, wenn irgendjemand behaupten würde, er hätte geklaut? Ja, aber er hätte sich nicht geprügelt. Woher weißt du das? Auf jeden Fall ist er dein Bruder. Er steht hinter dir. Sag mal, habt ihr euch abgesprochen? Er hat vorhin fast dasselbe gesagt. Na, weil es wahr ist. Und deswegen kannst du es ihm auch sagen. Vielleicht hast du ja recht. Hallo, Arno. Daniel, schön, dass du dich mal wieder blicken lässt. Du willst sicher zu Gabriella. Ja, heiraten. Ist sie da? Das schon, aber sie schläft. Wie, um diese Uhrzeit? Ja, scheint eine ziemlich anstrengende Story zu sein, die sie gerade recherchiert. Jedenfalls sah sie reichlich geschafft aus, als sie nach Hause kam. Gut, dann komme ich einfach morgen wieder. Grüß Sie schön. Ja? Bleib zum Café, hm? Nein, danke. Ich muss im No Limits mal nach dem Rechten sehen. Machst dich rar in letzter Zeit. Naja, der neue Job als Konditionstrainer, die Kneipe. Keine Freizeit mehr, oder? Doch, natürlich. Heute habe ich Andi bei seinem Motorrad geholfen. Wie geht's ihm eigentlich? Prima. Und wie es aussieht, kriegen wir die Maschine auch wieder hin. Bestimmt. Ja, und er denkt natürlich immer noch nur an seine Reise. Also ich glaube auch, dass sich die Sache bald wieder einrenken wird. Einrenken? Ja, solange die Geschichte mit ihm nicht geklärt ist, da kann er natürlich nicht weiterarbeiten. Aber ich glaube, das hat er auch so verstanden. Wie, du meinst, er arbeitet zurzeit gar nicht bei dir auf der Baustelle? Aha, du weißt von nichts. Nun, Andi hat sich mit 2 Kollegen geprügelt. Vor 2, 3 Wochen war das, glaube ich. Was? Ja, sie haben ihn angeblich beim Klauen erwischt. Ob das stimmt, weiß ich nicht, aber die Schlägerei, die konnte ich ihm nicht durchgehen lassen. Ja? Verzeihung, ich dachte nur, Ja? ich suche eigentlich Herrn von Beinbach. Hier ist Besuch für ihn, in der Halle. Der ist, glaube ich, bei den Stallungen. Wer ist denn da? Herr Rohloff. Marc. Ich rede mit ihm. Bitten Sie ihn herein. Gut. Herr Rohloff, bitteschön. Eigentlich wollte ich ja... Ich weiß. Auch ein? Ich nehme mal an, dass du den Auftrag von Martin ablehnen willst. Kannst dir auch denken, warum, oder? Marc, es tut mir leid, dass ich mit Marie über deine Probleme gesprochen habe. Aber es ändert doch nichts an der Tatsache an sich. Ich kann mir meine Aufträge natürlich auch nicht alleine suchen, ne? Doch, natürlich kannst du das. Das weiß jeder hier. Ob Marie oder irgendjemand sonst dich empfohlen hat, ist doch letzten Endes egal, oder? Nein! Wie kann man nur so stur sein? Marc, du brauchst diesen Auftrag dringend. Und wenn er gut läuft, dann folgen andere. Jetzt stell dich nicht so an. Ich brauche diesen Auftrag nicht und damit basta ich.
Jetzt weiß ich, warum du dich so ins Zeug legst. Bitte? Ist klar. Es geht um deine Bürgschaft. Gib's doch zu. Was redest du da für einen Schwachsinn? Darum geht es also. Du hast nur Angst um dein Geld. Hi Tom, Andi gesehen? Ich glaube, der schiebt eine Nachtschicht. Wegen des Zuschlags. Ganz bestimmt nicht. Arno lässt ihn zurzeit gar nicht auf der Baustelle arbeiten. Wieso denn das nicht? Ob du es glaubst oder nicht, er hat sich mit 2 Kollegen geprügelt. Auf dem Bau. Hm? Die haben ihn wohl beim Clown erwischt. Was ist denn das schon wieder für eine Aktion? Angeblich hat er eine Flex gezockt. Hier ist er damit noch nicht aufgetaucht. Der Tisch steht noch. Jetzt mal ernsthaft. Traust du ihm sowas zu? Okay, dass er es mit den Regeln nicht so genau nimmt, das ist eine Tatsache. Wenn ich überlege, was er hier alles schon gemacht hat. Wer weiß, was da bei ihm abgeht. Jemand hat ihm seine Maschine weggenommen und zu Schrott gefahren. Und jetzt nimmt er sich auch was, um den Verlust auszugleichen. So einfach ist das. Erinnert mich ein bisschen an Alexa. Deren Denkweise ist teilweise auch ziemlich verquer. Ja, aber sie hat nichts geklaut. Nö. Nur meine EC-Karte damals. Ja, stimmt. Ja. Bei jüngeren Geschwistern muss man immer auf der Hut sein. Trotzdem, wenn er bei Arno auf der Baustelle was geklaut hat, ist das eine ziemlich linke Tour. Mein Gott, wie kann man nur so verbohrt sein? Du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich mir Sorgen wegen dieser Bürgschaft mache. Ich habe lang genug gebraucht, dich dazu zu bringen, sie überhaupt anzunehmen. Oh, jetzt übertreib doch nicht so. Marc, jeder hier weiß, dass du Probleme mit deiner Agentur hast. Ach, das ist doch kein Wunder, wenn du es jedem erzählst. Erstens, mein lieber Freund, habe ich nur mit Marie darüber gesprochen. Und zweitens weiß auch jeder hier, dass es nicht deine Schuld war. Wenn dein lieber Bruder Lukas nicht seinen Anteil zurückgefordert hätte. Willst du mal meine Meinung hören? Es war vollkommen hirnrissig von dir, die Zusammenarbeit mit Marie aufzukündigen. Ich will, dass Marie sich aus meinem Leben raushält. Ach ja? Willst du das wirklich? Ja, das will ich, ja. Okay. Was mich betrifft, wirst du in Zukunft nicht mehr mit meiner Hilfe rechnen können. Und was Marie angeht, fürchte ich auch nicht. Tut mir leid. Tag, Herr Roloff. Henning. Wollten Sie Henning besuchen oder geht es um den Auftrag? Das macht dann 14,60 €. Stimmt so. Dankeschön. Sag mal, kannst du mal gucken, ob noch ein Zimmer in der Pension frei ist? Glaube ich zwar nicht wegen der Messe, aber ich guck mal. Hey, ja, Glück gehabt. Hier, Zimmer 9, Frühstück ab 8. Danke. Hast du Andi gestern Abend noch gesehen? Nee, er muss irgendwann in der Nacht nach Hause gekommen sein. Seine Jacke hängt zumindest da. Wie läuft's eigentlich im No Limits? Ich meine, seitdem Isabel verschwunden ist. Ja, geht so. Ist aber auch eine lange Geschichte. Ich würde echt gerne mal wissen, wo sie steckt. Ja. Morgen. Morgen. Gibt's noch Kaffee? In der Kaffeemaschine. Ich hab noch bis um 3 an der Vordergabel gearbeitet. Jetzt läuft sie wieder wie neu. Hast du ja kaum gepennt, hä? Mhm. Ich bin auch noch ziemlich müde. Also mir wird's ja stinken, so auf die Baustelle zu müssen. Okay, Jungs. Ich bin dann weg. Also wegen dem Job. Ich wollte... Was denn, hä? Mich weiter anlügen? Kannst du mir mal sagen, warum Arno mir erzählen muss, dass du nicht mehr für ihn arbeitest? Ja, das wollte ich dir doch gerade... Und mir spielst du hier den braven Malocher vor. Och, ich hab mir mal einen Tag freigenommen. Spinnst du eigentlich? Ja, aber ich hatte... Schiss hattest du, gib's doch zu. Ja, ich hatte Schiss.
Hättest doch sowieso bloß wieder gesagt, was für ein Loser ich bin. Und? Hätte ich nicht recht gehabt? So, bitteschön. Wenn Sie sonst noch einen Wunsch haben? Ach ja, richten Sie Frau Schneider Grüße von mir aus. Kann ich gerne machen. Dankeschön. Ja, dann haben wir den vertraglichen Teil unter Dach und Fach, Herr Roloff. Ich bin, wie gesagt, bis Ende dieser Woche unterwegs. Aber wir sollten uns vielleicht gleich nach meiner Rückkehr über die Details des Bildertransportes unterhalten. Selbstverständlich. Und vielen Dank nochmal für die Einladung und natürlich auch für den Auftrag. Ja, nichts zu danken. Herr Roloff. Oh, hallo Marie. Hallo, Papa. Tut mir leid, aber ich habe gleich einen Termin. Na dann viel Erfolg. Danke. Hallo. Hi. Sag mal, wollen wir einen Kaffee trinken? Gern. Mein Kunde scheint sich sowieso zu verspäten. Ja, also ich wollte mich noch mal bedanken und natürlich auch entschuldigen. Bist du nicht mehr böse? Nein, Henning hat mir den Kopf gewaschen. Weiß er denn, dass du den Auftrag angenommen hast? Wir haben noch mal in Ruhe drüber geredet und jetzt ist doch alles geklärt. Das freut mich. Wir sind jetzt eigentlich sowas wie quitt, oder? Ich meine, einen Auftrag habe ich deinetwegen geschmissen und schon besorgst du mir einen neuen. Den Rest schaffe ich aber wirklich allein. Wenn du meinst. Ja, ganz sicher. Ich habe Frühstück gemacht. Und ich habe Brötchen geholt. Die sind ja noch warm. Wo bist du denn gewesen? Ich habe in der Pension übernachtet. Setz dich doch. Magst du einen Kaffee? Gern, danke. Tom war gestern noch hier. Und, was hat er gesagt? Was ich gestern... Das war falsch. Schon gut. Ich weiß ja, wie schlimm das Ganze für dich ist und dass du es nicht so gemeint hast. Ich will wirklich nicht, dass wir uns trennen. Ich auch nicht. Wir schaffen das schon. Wir lieben uns doch, oder? Unbedingt. Ich möchte nicht, dass wir uns wegen Isabel streiten. Das ist sie einfach nicht wert. Du hast doch überhaupt keine Ahnung, was passiert ist. Du hast dich mit 2 Kollegen geprügelt. Oder stimmt das etwa nicht, hä? Die wollten mir was anhängen. Da musste ich mich schließlich wehren. Und deswegen polierst du denen erstmal die Fresse, oder wie? Ja, was hättest du denn gemacht? Ich garantiert nicht geschlagen. Ach ja, was sonst? Man, so glaubt sowieso jeder, dass du ein schlechtes Gewissen hast. Hab ich aber nicht. Ich lasse bloß nicht so einen Scheiß anhängen. Das haben immerhin 2 Leute gesehen. Die lügen alle. Oder glaubst du denen etwa? Tatsächlich. Du glaubst denen, dass ich geklaut habe.